Liebe werdende Mama, in diesem Video stelle ich dir 4 körperliche Übungen vor, die dich optimal auf die Geburt vorbereiten. Wie du vielleicht schon vor der Schwangerschaft wusstest oder spätestens nun im Laufe deiner Schwangerschaft merkst, ist nicht nur die mentale Geburtsvorbereitung wichtig, sondern auch die körperliche. Ganz konkret im Hinblick auf mögliche geburtsfördernde Positionen, die du während der Geburt einnimmst und die dir die Geburt erheblich erleichtern können. Aus diesem Grund habe ich dir 4 Positionen und Übungen zusammengestellt, die du als Vorbereitung auf die Geburt regelmäßig üben kannst. Die Übungen helfen dir ganz gezielt, relevante Muskelgruppen für die Geburt zu stärken, dir Sicherheit zu geben, was du aktiv für eine gute Geburt tun kannst und deinen Körper noch beweglicher zu machen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Ich werde dir nun gleich alle Übungen nacheinander kurz erklären und im Anschluss daran auch zeigen. Wenn du Lust hast, kannst du direkt mitmachen und die Übungen mit mir gemeinsam ausprobieren. Übung Nummer 1. Die tiefe Hocke. Kennst du diese effektive Geburtsposition, in der du den kürzesten Geburtsweg hast? Die tiefe Hocke ist eine Position, die man als Erwachsener kaum noch einnimmt. Kleine Kinder gehen beim Spielen oftmals ganz intuitiv in diese hockende Position. Als Erwachsener ist diese Position nicht mehr in unserem täglichen Repertoire enthalten. Meistens sind unsere Achillessehnen ein wenig verkürzt und diese Position daher noch weniger unsere erste Wahl. Zusätzlich ist es eine sehr offene Position. Wenn du dir einmal vorstellst, sie unter der Geburt vielleicht sogar nackt einzunehmen, kann dieser Gedanke im ersten Moment eventuell ein wenig komisch sein. Integriere diese Position daher so oft es geht in deinem Alltag. Zum Beispiel, wenn du fernsiehst, wenn du liest oder. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Komm erstmal runter auf den Boden. Und von dieser Position aus gehen wir jetzt gleich in die tiefe Hocke. Nimm deine Arme, um dich zu unterstützen, falls du, wie gesagt, mit deinen Fersen noch nicht ganz auf den Boden kommst. Heb deinen Po und stell mal die Füße links und rechts nach außen von deinen Händen. Und vielleicht ist das heute schon dein Maximum, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn es geht, schau mal, ob du langsam den Po und dein Steißbein absinken lassen kannst. Und wie gesagt, wenn du nicht weiter runterkommst, dann lass noch Gewicht auf den Händen. Und wenn du hier angekommen bist, kannst du mal versuchen, die Hände hochzunehmen. Und du wirst bestimmt hier eine Dehnung merken in den inneren Oberschenkeln. Und dann halte die Position mal für ein paar Sekunden. Sehr schön. Und dann nimm die Hände wieder auf den Boden und komme wieder in unsere Ausgangsposition zurück. Übung Nummer 2, Petsyball. Der Petsyball ist ein wahres Allround-Talent rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. In meinen Hypnobirthing-Kursen empfehle ich den werdenden Mamas immer, wenn sie bis dahin noch keinen Ball haben, sich spätestens jetzt einen anzuschaffen. Vor der Geburt kannst du den Ball bereits wunderbar benutzen, um deine Hüfte zu lockern und zu bewegen. Denn bereits vor der Geburt kann das bewusste Bewegen der Hüfte deinem Baby dabei helfen, sich gut mit seinem Köpfchen in dein Becken einzustellen und eine optimale Startposition zu haben, wenn die Geburt losgeht. Auch nach der Geburt kann er noch sehr hilfreich sein, wenn das weinende Baby nicht schlafen möchte, Mama aber so müde ist, dass sie nachts nicht mehr laufen kann. Dann wippt sie auf dem Petsyball einfach auf und ab. Natürlich kannst du den Ball auch während der Geburt nutzen, wenn es weiterhin angenehm für dich ist. Du kannst dich darauf setzen und die Hüften kreisen. Du kannst dich darüber lehnen, wenn du eine Pause brauchst oder auch, wenn du eine Welle veratmest. Und du kannst ihn deinem Partner zum Sitzen anbieten und deinen Oberkörper auf die Beine deines Partners ablegen. Lass mich dir nun einmal einige Bewegungen mit dem Ball für die Schwangerschaft und im Hinblick auf deine Geburt zeigen. Wenn du einen Ball schon zu Hause hast, dann schnapp dir den Ball einmal und du kannst die Übung auch gerne ausprobieren. So, unter der Geburt kannst du dich so auf den Ball drauflegen. Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Du kannst natürlich auch dich ein wenig weiter drüber lehnen, dann hast du die Hüfte frei. Du kannst die Hüfte kreisen lassen.
Oder du setzt dich auf den Ball. Und jetzt noch eine Übung auf dem Ball, die du sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Geburt machen kannst. Und zwar, um dein Becken zu lockern, dein Becken einfach mal zu bewegen. Entweder kreisende Bewegungen machen. Dann kannst du natürlich auch mal die Richtung wechseln und spüren, wie sich dein Becken bewegt, wie es sich dehnt. Und natürlich kannst du auch liegende Achten machen, wenn du möchtest. Hier wird dein Becken auch nochmal schön bewegt und dein Baby hat die Möglichkeit, sich mit seinem Köpfchen in deinem Becken gut zu positionieren. Übung Nummer 3, der Schmetterling. Wie bereits erwähnt, ist es während der Geburt optimal, wenn du dich in irgendeiner aufrechten Position befindest oder aber im Vierfüßlerstand. In solchen Positionen wird während der Welle die Muskulatur der Beine und ihre Flexibilität gefordert. Es sind also ganz andere Anforderungen an deinen Körper und deine Muskeln als zum Beispiel bei einer Geburt in der unvorteilhaften Rückenlage. Für deine aufrechte und bewegliche Geburt kannst du daher als schöne Ergänzung zur tiefen Hocke auch immer wieder mal den Schmetterling ausprobieren. Er dehnt die inneren Oberschenkel, sodass du tief bzw. tiefer in die Hocke sinken kannst und hier deine Muskeln dann wieder entspannen. Ziel darf es sein, tatsächlich in dieser Hocke zu sitzen. Aber auch wenn dir das anatomisch nicht möglich ist oder die Dehnung etwas dauert, kannst du durch ständiges Üben deine Kraft für diese Position verbessern und jedes Mal ein wenig länger dort ausharren. Der Schmetterling. Komm mal auf deinen Po, nimm die Füße nach vorne, öffne deine Knie, Füße zusammen und schau mal, wie weit du die Fersen jetzt ranziehen kannst an dein Schambein. Wenn du ein bisschen ziehen möchtest, greif bitte an den Knöcheln. Da hast du mehr Stabilität, als wenn du an deinen Fußaußenkanten greifst. Und dann guck mal, wie weit du sie ranbekommst. Und wenn du möchtest, kannst du dich zusätzlich noch nach vorne lehnen und hier mit den Ellbogen deine Knie nach außen drücken. Ganz vorsichtig, nur so weit wie es geht. Und auch diese Position kannst du mal 1-2 Minuten, wenn du magst, auch länger, du kannst ja auch dich steigern von Mal zu Mal, einfach mal halten. Vierte und letzte Übung, der Vierfüßler. Der Vierfüßler ist ebenfalls eine Position, die sich super für die Geburt eignet. Während der Geburt ist sie eine Position, in der du super ausruhen und neue Kraft zwischen den Wellen tanken kannst. Außerdem hat sie den Vorteil, dass du alles und alle anderen ganz einfach ausblenden kannst, indem du deinen Kopf zwischen deine Arme sinken lässt und die Augen schließt. So stört dich im Idealfall niemand in deiner Geburtsarbeit oder spricht dich an und du kannst dich ganz auf dich und dein Baby konzentrieren. Wenn du den Vierfüßlerstand als Übung in der Schwangerschaft machst, kannst du ihn hier mit einer Bewegung kombinieren und gleichzeitig auch deinem Rücken etwas Gutes tun. Katzenbuckel und Pferderücken. So hast du zusätzlich ein wenig Dehnung und Wohltat für deinen Rücken. Lass mich dir einmal zeigen, wie das aussieht. So, dann kommen wir jetzt in den Vierfüßlerstand. Achte hier mal darauf, dass deine Knie unter der Hüfte sind und dass deine Handgelenke unter den Schultern sind. Und dann kannst du vorsichtig den Rücken ein bisschen hochrollen, so weit wie es jetzt mit deinem Bauch noch geht. Lass mal den Kopf ganz bewusst hängen, beweg den mal gerne ein bisschen nach vorne und nach hinten. Hier sind oft Verspannungen. Und dann geh mal langsam in den Pferderücken. Auch hier so weit, wie es für dich angenehm ist. Genieße diese Dehnung im Rücken. Komm nochmal in den Katzenbuckel. Lass nochmal ganz bewusst den Nacken los. Auch hier kannst du den Kopf mal bewegen. Zur Seite, nach vorne, nach hinten. Nochmal in den Pferderücken. Und lösen.
So, das waren meine 4 Übungen in Vorbereitung auf eine gute Geburt. Wenn du die Übungen regelmäßig bis zur Geburt machst, wirst du einen positiven Effekt auf deinen Körper feststellen können. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video einen Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.